In der Godot Engine 4.5 wird es ab dem Development Snapshot 5 das Feature der abstrakten Klassen auch endlich für GDScript geben. Eine Sache, die wir in C# bereits seit Jahren haben. Und das Ganze hat sich entwickelt von Development Snapshot 5 auf Beta 1 auf Beta 2. Was ist die finale Form von diesem Feature? Wie genau setzt man abstrakte Klassen ein und was machen die eigentlich? Ich zeige dir das an einem praktischen Beispiel in der heutigen Folge von Godot 4.5 in wenigen Minuten erklärt. Ich bin der Truly Most Wanted und du kannst dem Video gerne einen Like geben, wenn es dir gefallen sollte, abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest und immer gerne Fragen und auch Feedback in die Kommentare schreiben. Und jetzt schauen wir mal rein, was abstrakte Klassen so können. Wir sind hier in der Godot Engine 4.5 Beta 3 und ich will dir mal abstrakte Klassen am Beispiel von interaktiven Elementen eines Levels erklären. Stell dir vor, du hast ein 2D- oder ein 3D-Spiel. Der Spieler kann zu gewissen Objekten hinlaufen und dann zum Beispiel E drücken zum Interagieren. Und dann passiert etwas. Was für Arten von interagierbaren Elementen könnte es da geben? Zum Beispiel ein ganz normaler Button, den man ein- und ausschalten kann. Das ist eine sehr simple Art und der triggert dann wiederum einen Spawner, einen Geheimgang, eine Tür, eine Falltür, Licht ein- oder ausschalten. Der macht in jedem Falle irgendwas in dem Level. Und dann haben wir noch zum Beispiel ein interaktives Rädchen. Das ist zum Beispiel sowas wie ein Thermostat in einem Raum, um die Temperatur zu erhöhen oder zu verringern. Oder wie jetzt hier in dem Falle, um die Farbe von Objekten zu verändern. Das sind also zwei Arten von interaktiven Elementen. Doch wie genau brauchen wir dort jetzt abstrakte Klassen, damit wir das ordentlich in GDScript bauen können? Ich zeige dir zuerst mal den Code der Basisklasse, denn wie du vielleicht gesehen hast, leiten beide hier von der Interactable Base 2D ab und wir können denen hier auch einen Interactable Namen geben jeweils. Und dieser Code sieht wie folgt aus. Ganz simple 6 Zeilen. Zuallererst einmal, was in Godot 4.5 neu sein wird, ist, du hast hier oben jetzt die Add Abstract Annotation. Wenn du das vor das Keyword ClassName schreibst, dann machst du hier eine abstrakte Klasse in GDScript. Und danach kannst du immer noch den Klassennamen angeben, genau wie du es zuvor in Godot 4.4 oder geringer gewohnt bist. Dann hier unten sagen wir, wovon leiten wir eigentlich ab? Naja, unsere Class Interactable Base 2D leitet hier von Sprite 2D ab, einfach nur um irgendeine Visualisierung für dieses Beispiel hier zu haben. Und dann, wie gewohnt, wir geben Variablen an, die wir hier exportieren wollen mit dem Add Export Annotation. In unserem Falle also einen Interactable Name vom Typ String. Und dann kommt etwas ebenfalls Neues, und zwar schreibst du das Add Abstract Annotation vor die Funktionen, die du in konkreteren Klassen haben möchtest. Du siehst, die Funktion hier ist leer, da gibt es keine Definition, wir haben hier nur eine Deklaration. Also wir beschreiben, was gibt die Methode zurück, welche Parameter hat sie und wie heißt die. Mehr sagen wir hier nicht. Der Rest ist Aufgabe der konkreteren Klassen. Schauen wir uns jetzt mal an, wie der Button funktioniert. Der Interactable Button 2D, der hat hier oben wieder seinen eigenen Classname und ist keine abstrakte Klasse und er leitet aber von dieser abstrakten Klasse ab. Ganz wichtig ist, wenn wir von abstrakten Klassen ableiten und darin sind Methoden als abstrakt markiert, dann müssen wir die hier auch konkret implementieren. Denn wenn ich jetzt diese Funktion hier einfach mal aus dem Code rauslöschen würde, meckert er nämlich hier oben oder eher gesagt hier unten, dass die Funktion tryInteract hier nicht definiert ist und abstrakte Methoden hier implementiert werden müssen. Also fügen wir sie wieder hier ein und die hat dieselbe Struktur wie eben gesehen. Sie gibt Boolean zurück, sie nimmt einen Node als Parameter und hat den Namen tryInteract. All das ist identisch zur Basisklasse. Und jetzt können wir hier drin definieren, was eigentlich für Logik hier passieren soll. In dem Fall haben wir also eine Variable hier oben State, das könnte auch sein isEnabled und das Ganze triggern wir. Und wenn wir den Button aktiviert haben, dann soll die Farbe unseres Sprites weiß werden, eben normale Sichtbarkeit und sonst eben einfach auf die Farbe schwarz gehen. Ganz simpel.
Schauen wir uns jetzt mal das Drehrädchen an. Das ist der Interactable Color Changer 2D. Auch der leitet von der abstrakten Klasse Interactable Base 2D hier ab und wir haben zuerst ein Array verschiedener Farben, die wir im Inspektor hier festlegen können. Wir beginnen bei Weiß, dann gehen wir auf Rot, Grün, Blau. Das können wir hier konfigurieren, wie wir möchten. Und hier unten haben wir dann den Current Color Index. Das ist der erste Wert, der ausgewählt ist. Und immer dann, wenn wir mit diesem Drehrädchen hier interagieren, wieder gleiche Methodenform wie vorher gesehen, dann erhöhen wir den Index um 1 und sollten wir jetzt zum Beispiel außerhalb des Arrays sein, also hier auf Index 9, dann sagen wir jetzt hier ja 9 modulo, deswegen das Prozentzeichen. Wir haben 9 Einträge hier im Array. 9 modulo 9 ist wieder Index 0. Also wir kommen nie über den Wertebereich von 0 bis 8 hinaus. Und zum Schluss sagen wir dann hier, dass unser Self-Modulate von diesem Sprite 2D genau die Farbe aus dem Array sein soll. Du siehst, beide leiten von der Basisklasse hierbei ab, haben also jeweils diese Funktion hier implementiert. Da könnten auch viel mehr Funktionen und Variablen drin sein, je nachdem, was du genau brauchst. Und dann können wir das Ganze wirklich aufrufen und testen. Zum Testen der interagierbaren Elemente haben wir hier unseren Interactable Tester geschrieben. Der ist einfach nur ableitend von Node 2D. Das könnte auch ein Spieler sein oder irgendjemand anders. Und der hat Referenzen eben auf den Button und auf das Drehrädchen. Und was wir ganz simpel machen im Ready ist mal einfach abzufragen, ist der Button ein Interactable Base 2D? Ist der Changer ein Interactable Base 2D? Und dann wird auf beiden Objekten hier die Methode tryInteract mit sich selbst als Parameter aufgerufen, denn wir wollen derjenige sein, der eben die Anforderung oder den Request an die Interaktion dorthin sendet. Und jetzt drücken wir hier mal auf Play und gucken uns mal das Ergebnis genauer an. Wir sehen, der hier oben war vorher auf False, jetzt ist er auf True. Und der Kollege hier ist von Weiß auf Rot gesprungen. In der Konsolenausgabe hier unten sehen wir unter anderem beide Abfragen, ob diese verschiedenen Interactables von der Basisklasse her ableiten und diesen Typ haben, ist True. Das heißt, wir haben einen Vorteil. Es kann ganz verschiedene Arten von interagierbaren Elementen geben. Wenn wir jetzt wissen, ist das Ganze von der Basisklasse Interactable Base 2D, dann wissen wir auch, die Funktion tryInteract muss dort existieren. Wir können hier die beiden Variablen auch von ihrem Typ her ändern. Wir können einfach hier das Interactable Base nehmen und das hier oben zweimal einfügen. Denn am Ende des Tages ist es komplett egal. Beide haben die tryInteract-Methoden und die konkreten Klassen wissen ja, was sie da drin für Code ausführen sollen. Wenn wir jetzt hier speichern, unseren Tester angucken, dann sind die Referenzen hier oben immer noch da. Die wichtigste Eigenschaft von abstrakten Klassen ist es, dass sie nicht instanzierbar sind. Das heißt, ihr könnt mal nicht eben mit einem Konstruktor hier mit einem New ein Objekt davon erstellen. Da geht auch hier automatisch die GDScript hin, markiert das Ganze als fehlerhaft und sagt hier unten Cannot construct abstract class interactable base 2D. Wenn wir aber jetzt eine konkretere nehmen würden, wie zum Beispiel hier den Button 2D, der ist ja keine abstrakte Klasse, dann geht das problemlos. Entsprechend kannst du dir auch eine Sache merken im Ressourcen- und Node-Katalog von Godot. Immer dann, wenn du in der Szene hier oben per Rechtsklick Add Child Node eine Node einfügen möchtest und du merkst, die ist hier grau aus irgendeinem Grund, dann steht auch hier da dran, dass das abstrakte Basisklassen sind. Also die sind wirklich jeweils abstract, nicht instanzierbar, aber alles, was du in Weiß da unten drunter findest, das sind Klassen, von denen du Instanzen erzeugen kannst. Machen wir einen kurzen Vergleich zu C#. Hier ist es einfach nur das Keyword Abstract, was schon seit Jahren dabei ist. Wir markieren Klassen hier oben als Abstract, dann haben wir Ableitungen durch den Doppelpunkt, das ist in GDScript das Extends. Also ebenfalls hier ableiten von Sprite 2D. Wenn wir Variablen exportieren, machen wir das hiermit mit den Attributen und hier haben wir auch unseren Interactable Name und abstrakte Funktionen markieren wir hier ebenfalls durch das Wort Abstract. Und dann selber Aufbau wie vorher,
Rückgabetyp, da hinten haben wir die Parameter und hier den Namen der Funktion. Und konkrete Klassen implementieren dann genau das. Sie leiten von der abstrakten Klasse einmal ab, haben dann hier eine Überschreibung, deswegen das Override im Englischen, zum Überschreiben der originalen Methode von hier oben und dann können wir hier die Logik reinpacken. Das ist, wie das Ganze mit abstrakten Klassen in C# funktioniert. Und das war auch schon alles, was du zum Thema abstrakte Klassen in GDScript wissen musst und auch in C# kurz gezeigt. Jetzt kannst du das Ganze also in beiden Sprachen nutzen. Das Konzept ist genau das gleiche. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Wenn ja, lass gerne einen Like da und abonniere sehr gerne, wenn du mehr sehen möchtest. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.